Hallöchen, it's me, your German buddy, and in today's video we'll talk about greetings in German. This video will focus on oral greetings, so not the ones in letters or emails, and I will start with the formal ones, which you probably all know. That's how you learn German, the most formal way of speaking or writing, I feel like. So we'll go from formal to informal, and then I also have some silly greetings for you all. I will say the German greeting and you can repeat, and we'll just do that a few times. Let's get started. Zuallererst, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag, Herr Müller. Oder auch guten Tag, Anne. Guten Tag, Albert. Scheiße. Wobei man guten Tag eher mit Nachnamen verwenden würde, denn Leute, die du mit Vornamen ansprichst, da würdest du nicht guten Tag sagen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Frau Schmidt, guten Morgen, Herr Schmidt. Guten Morgen kann man bis vielleicht 11 Uhr sagen, alles ab 12 ist dann kein Morgen mehr. Sowas wie Good afternoon gibt's jetzt nicht unbedingt im Deutschen, dafür sagst du dann einfach guten Tag. Aber dann gibt's schon wieder guten Abend, Frau Bauer, guten Abend, Herr Bauer. Das war jetzt alles formell, jetzt gehen wir eher in die informellen Begrüßungen. Hallo Rebecca, hallo Robert. Okay, was auch immer geht und vom Englischen abgeleitet ist, ist Hi, Hey, und hier kannst du dann auch den Vornamen sagen, musst du aber nicht. Dann gibt es noch Varianten, die in verschiedenen Regionen benutzt werden, sowas wie Servus, das ist dann eher in Süddeutschland, oder Moin, das sagt man dann eher in Norddeutschland. Statt Guten Tag oder Guten Morgen zu sagen, kannst du auch das Guten weglassen und sagst einfach Morgen. Das ist dann ein bisschen informeller, aber ich würde sagen, man nutzt es vielleicht auch noch formell. Das wäre auch noch in Ordnung. Ja, Tag einfach nur zu sagen, nein, das ist schon eher informeller. Was du zu der Mittagszeit auch noch sagen kannst, ist Mahlzeit. Meistens in der Mittagspause, wenn du zu Kolleginnen und Kollegen kommst, kannst du oft einfach Mahlzeit sagen. Das ist dann auch eine Art Begrüßung, aber auch sowas wie guten Appetit, dass man den anderen auch eine schöne Mittagspause wünscht. Dann gibt es noch Na, das ist dann auch zur Begrüßung, das sagt man dann wirklich nur bei Freunden. Ich finde, Na hat sowas Ähnliches wie Howdy. Man kann Na nämlich auch benutzen mit Na, wie geht's? Wie geht's wird auch alleine verwendet, um jemanden zu begrüßen, oder was geht, aber das ist dann schon, das wäre dann eher Slang. Das ist schon sehr informell, sehr hip, also. Das machen eher die jüngeren Leute dann. Oh mein Gott, ich klinge voll alt. Was geht ab? Wann bin ich so alt geworden? Bonus, alberne Begrüßungen. Eins davon habe ich schon verwendet, und zwar Hallöchen. Das wird nicht so häufig verwendet, sondern eher nur im eher lustigen Kontext, auch mit Freunden oder Freundinnen. Hallöchen. Also Hallo, nur verniedlicht. Hallöchen. Eine Verniedlichung von Guten Tag wäre Tachchen, Tachchen, also guten Tag, Tag. Das ist aber auch Dialekt, glaube ich. Ich komme ja aus Aachen. Ich glaube, das wird eher im Rheinland gesagt und nicht so wirklich Rest von Deutschland. Also guten Tag, Tachchen oder Tach ist dann aber auch nicht mehr so formell, wie guten Tag es eben ist. Dann gibt es noch so Formen wie Hallihallo, Hallihallo, Hey ho. Das war aus Chatzeiten, sagt bestimmt jetzt aber auch niemand mehr. Das klingt einfach nicht so gut. Das war's auch schon, das wird ein kurzes Video. Ich denke, das reicht erstmal. Welches von diesen Begrüßungen fandest du denn am besten? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr mehr wissen wollt oder mehr Kontext dazu haben wollt, dann mache ich gern noch ein Video dazu. Aber das Video habe ich jetzt erstmal für eine grobe Übersicht gemacht. Schreib mir doch in die Kommentare, wenn du noch Anregungen hast oder was du gerne sonst noch für Lernvideos sehen möchtest. Möchtest du vielleicht Aussprachevideos haben oder Vokabelvideos? Lasst es mich wissen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi! Ja, das ist so ein Video, das hätte ich skripten sollen. Aber ist okay.